Hi und herzlich willkommen zu einem Video, wie ich für mich persönlich ein Bildchen vorbereite. Ich habe mir jetzt hier das Bildchen ausgesucht von Tini Schnickschnack. Das ist auch aus ihrem Shop. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ich habe es jetzt einfach Anker genannt. Ich weiß auch gar nicht, ob das noch verfügbar ist. Das ist ein relativ kleines Bild, 20 x 30 cm, hat aber ganze satte 40 Farben. Ja, eigentlich hatte ich vor, das in Verbindung zu painten mit dem Event Anker, Leuchtturm und Meerweh. Das ist ein Event, was im Juni startet. Aber ich habe gelesen, da muss das Bild mindestens eine Größe haben von 30 x 40. Das hat das Bildchen hier natürlich nicht. Deswegen werde ich das einfach nur so zum Spaß wieder mal painten. Ich werde es auch nicht in die Facebook-Gruppe reinstellen, weil es erfüllt ja nicht die Bedingungen. Es ist zwar ein neues Bild, aber die Mindestmaße hat es halt nicht. Und deswegen werde ich das nur für mich painten. Nur, dass du da schon mal Bescheid weißt. Ich habe mir hier schon die Sachen hingelegt. Einmal, was noch bei dem Bild dabei war, ist das Toolkit von Tini. Wir werfen vielleicht einen ganz kurzen Blick drauf, falls du neu bist, dass du es mal gesehen hast. Bei den Bildern von ihr ist immer ein Toolkit mit dabei. Und das ist auch eigentlich, finde ich persönlich, ein schönes Toolkit. Damit kann man schon sehr schön starten und arbeiten. Man hat einmal ein weißes Schiffchen, dann einen Stift mit einem Einzelaufsatz und 2 Mehrfachaufsätze, eine Pinzette, und ein Döschen voll mit blauem Wachs. Bei dem Wachs denk bitte dran, dass du die Schutzfolie, da sind sozusagen oben und unten Schutzfolien drauf, und die musst du, bevor du den Wachs aufnimmst, einmal zurückziehen. Du kannst sie dann auch wieder drüber machen oder ganz abziehen und im Döschen aufbewahren, wie du das gerne möchtest. Genau, das ist einmal alles noch zusätzlich dabei. Genauso wie diese Sticker-Legende. Da ist das Vorschaubildchen dabei, die Daten zu dem Bild und hier die Legende von dem Bildchen. Das sind vorgestanzte Sticker, die du dann auf deine Aufbewahrung oder auf Tütchen kleben kannst, je nachdem, wie du gerne paintest. Da hast du einmal dann die laufende Nummer, das Painting-Symbol und einmal hinten die DMC-Nummern. Hier bei den Nummern wundert dich nicht, da sind hinten dran noch zusätzlich Buchstaben und das markiert sozusagen die Sondersteinchen. ND ist bei Tini Schnickschnack der Fairy Dust und AB ist der Aurora Borealis Stein. Der soll so schimmern wie die Nordlichter. Und der Fairy Dust, der hat so einen schönen Glitzer mit drin. Also so Fairy Dust heißt ja Feenstaub, also so ein Glitzerstaub hat der mit drin. Ja, insgesamt sind es 40 Farben. Und ich gehe immerhin von dieser Legende, ich nutze immer die Sticker-Legende, wenn sie dabei ist, nutze ich sie auch. Und hier das kleine Bildchen nehme ich immer für in mein Journal rein oder für mein Tagebuch reinzukleben. Und ich drucke mir die Legende noch einmal aus, ziehe sie mir kleiner auf A5 und nutze dann hier einmal die Legende, um sie auch in mein Tagebuch zu kleben. Und eine nutze ich, falls Reststeinchen übrig bleiben. Die kommen dann in
so ein Mäppchen rein. Also die Reststeine mit der Legende dann. Und dann weiß ich immer, zu wem die Reststeine gehören. Und eine Legende klebe ich mir immer in meine Aufbewahrung. Da, wo ich die Steinchen reinsortiert habe. Ich kann dir mal ein Beispiel zeigen. Und zwar so zum Beispiel. Hier ist ja jetzt einmal die Legende mit dabei. Einmal das Bild, also einmal so komplett. Und das passt dann auch immer komplett rein. Ja. Und wenn hier nicht alle Steinchen reingehen, mache ich die immer in so ein Schlampermäppchen oder in den Fuchs habe ich jetzt hier in so einer Aufbewahrung drin. Ja? Und da sind dann die Steine, die noch zu dem Fuchs gehören, mit dabei. Aber ich weiß dann immer, wo es dazu gehört. Das finde ich persönlich ganz praktisch. Diese Mäppchen haben bei mir auch immer einen ganz bestimmten Platz. Also die sind alle immer an einem Ort, damit ich da nichts verschludere einfach. Ja, ich würde sagen, wir starten mit der Vorbereitung des Bildes. Die Legende lege ich jetzt rüber. Ich habe hier einmal die Steinchen liegen. Die werde ich noch abkitten, weil es sind 40 Farben. Ich könnte auch da Farbe nach Farbe painten, weil es nicht so groß ist. Aber ich würde lieber immer einen Abschnitt painten bei dem Bild. Ja, ich glaube schon. Und dann habe ich hier noch das Washi Tape. Ich klebe mir bei den meisten Bildern, ich will nicht sagen immer, weil es gibt auch Bilder, da habe ich das nicht geklebt. Hier unten einmal den Rand mit ab, weil ich immer hingehe, ich schneide halt den Rand nachher mit der Legende und sowas. Das schneide ich nicht ab, das bleibt bei mir dran. Und ich finde das für mich persönlich ein bisschen hübscher, wenn dann das Washi Tape einmal drumherum ist. Ja. Dann habe ich noch hier liegen das Cover Paper von Teenie Schnickschnack. Das wollte ich auch bei dem Bild einmal mit verwenden. Ja, wir starten einmal mit dem Bild. Es spiegelt leider ein bisschen, da ich Licht anhabe, dass bei uns draußen regnet. Lang ersehnt, es regnet. Zwar nur so ein paar Tröpfchen, aber trotzdem denke ich mal, dass das der Natur ganz gut tut. Ja, ich starte normalerweise mit meinem Washi Tape. Ich hatte mich jetzt hier für Gelb entschieden, weil das Gelb ist auch hier so ein bisschen mit in dem Anker drin. Dafür schlage ich einfach die Folie zurück und klebe das Washi Tape einmal drüber. Du könntest auch hingehen und mit dem Washi Tape dir die Felder markieren, sozusagen, die du painten möchtest, also einteilen. Das ist auch immer eine gute Möglichkeit. So painte ich ja bei einem anderen Bild. Mag ich auch sehr gerne. Ich painte gerne auch, wie gesagt, mit dem Cover Paper oder auch mit diesem Release Paper. Das Release Paper hast du vielleicht bei mir auch schon gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich es habe. Das ist ja so schlicht einfach weiß. Ich zeige es dir gerade mal. Das habe ich auch sehr, sehr gerne. Das gibt es auch mit Motiven. Ich muss es gerade bei einem anderen Bildchen kurz rausholen. Das ist das hier. Das ist beschichtet. Du siehst es, auf der Seite glänzt es. Auf der Seite ist es eher so ein bisschen matt. Und die glänzende Seite kann man sich dann sozusagen so auf das Bild kleben. Natürlich ohne die Folie dann drunter. Ja,
painte ich auch sehr gerne. Nutze ich auch super gerne. Das ist auch sehr angenehm zu painten. Du kannst mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was dein Lieblingssystem ist. Ob du eher mit dem Washi-Tape abklebst oder ob du lieber Release Paper nimmst oder das Cover Paper. Die Release Paper gibt es ja auch in unterschiedlichen Layouts sozusagen. Also man kann sich die ja auch bedrucken lassen oder bedruckt schon kaufen. Das ist auch immer eine schöne Sache, finde ich. Davon habe ich auch welche. Aber irgendwie nutze ich am allerliebsten die ganz schlichten weißen. Die sind auch super. Habe ich jetzt schon, wie gesagt, öfters auf Bildern benutzt. Du siehst, die Leinwand wirft ein bisschen Falten. Das ist, weil sie aufgerollt war. Wenn du sie ein bisschen liegen lässt, geht das weg. Oder sollte es weggehen eigentlich. Bei einer hochwertigen Leinwand ist mir jetzt noch nicht passiert, dass das nicht wegging. Deswegen mach dir da keine Gedanken. Oben, wenn es nicht weggehen sollte, dann kannst du natürlich, wo klebe ich denn da rum? Dann kannst du natürlich auch hingehen und die Sachen, dein Bildchen natürlich mit Folie, zum Beispiel ein schweres Buch drauflegen oder es anderweitig beschweren und dann gehen diese Wellen normalerweise auch raus. Ich nutze gerne so Hosenbügel und hänge meine Bilder auf und auch da hängen sie sich aus sozusagen. Also auch nicht schlecht. Ja, aber das Aushängen dauert ein bisschen länger wie das Glattlegen sozusagen. Ja. Ja, was kann ich dir noch Schönes erzählen? Falls du neu bist auf dem Kanal, lass doch gerne ein Abo da und ein Däumchen nach oben. Und wenn du dich hier schon zu Hause fühlst, darfst du auch gerne natürlich ein Däumchen nach oben da lassen. Ich würde mich freuen. Ja, dienstags kommt ja bei mir immer ein Video zum Diamond Painting und ja, samstags meistens ein Video zu meinen Häkelsachen. Denn ich habe nicht nur Diamond Painting als Hobby, ich meine, ich habe noch andere Hobbys, um Gottes Willen. Ich lese zum Beispiel auch super gerne. Ich lese auch sehr, sehr viel. Ja, das ist halt, das habe ich aber schon in meiner Jugend getan. Da waren die Bücher nicht sicher, das habe ich vielleicht geerbt von meinem Papa. Der liest auch ohne Ende und auch sehr, sehr viel. Nur er liest mehr so Krimi und das alles und ich bin halt mehr so, ja, die Fantasy-Sparte. Ja, denn ich liebe es so, die neue Welten mir vorzustellen und das alles dann ja zu lesen und mir selbst vorzustellen. Ja, ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen nachvollziehen kannst, aber so ist es. So, jetzt wäre ich mit dem Abkleben einmal fertig. Du siehst es, ich habe es knappkantig hier einmal abgeklebt an dem Bild und zwar rundherum. Ja.
Und jetzt würde ich noch die Folie wechseln. Ich habe die Folie ja noch drauf, die auf dem Bild mit dabei war. Und jetzt würde ich das Ganze mit dem Coverpaper einmal tauschen. Dazu gehe ich hin. Ich habe es gern, dass es einmal bündig mit dem Strich startet. Also ich habe es gern ein bisschen akkurat, relativ. Wenn es dann ein bisschen schief wird, ist das nicht schlimm, aber irgendwie möchte ich immer gerne, dass eine Seite relativ gerade ist. Ja, so. Und deswegen, Moment, messe ich mir das so grob aus. Entschuldigung für das Gekruspel. So. Und dann gucke ich, ja, ungefähr bis zur Mitte hier geht es. Und dann kannst du entweder hier diese vorperforierten Zähnchen nutzen, um das abzumachen. Ich habe es jetzt ein bisschen zu weit rausgerollt und deswegen werde ich einfach hingehen und das Ganze mit einer Schere grob abschneiden. Ich habe mir hier so ganz leicht eine Markierung gemacht. Ich weiß gar nicht, doch, die sieht man so ein bisschen. Und da probiere ich jetzt ungefähr entlang zu schneiden. So. So, dann habe ich schon mal den ersten Teil. So, das Coverpaper lege ich jetzt rüber. Und jetzt gucke ich noch, weil das Bild ist ja definitiv kleiner wie die Maße von meinem Coverpaper. Und jetzt gucke ich so ungefähr, wo es endet. Dort. So. Und dann schneide ich mir das auch noch mal. 4, 2, 4. Ich könnte es auch gerade knicken, einmal in der Mitte, weil es passt von den Kästchen her, dass es mittig ist. So. Da gucke ich jetzt nur, dass hier oben der Rand ordentlich aufeinander liegt. Und dann wird das so einmal gemacht. Einmal die Schere. So, das hier hebe ich mir auf. Das kann man locker noch für andere Sachen nutzen. Und das hier nehme ich einmal für mein Bildchen. So, ich fange von oben an. Lege mir das so ein bisschen locker zusammen, damit ich gleich hier alles schön legen kann. So, die Folie ziehe ich nur ein Stückchen zurück. Das hier war jetzt zu weit. Und dann gucke ich, dass ich hier mit meiner Linie auf der Linie unterhalb des Washi-Tapes einfach dran komme. Das ist ein ganz klein wenig fummelig, aber das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Na? Oder auch nicht bei mir, ne? So. Einmal. So. Jetzt habe ich einmal das Coverpaper ausgerichtet. Ja, es ist überall was. Ich lasse das hier an der Ecke auch überlappen. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Dann kann man das immer schön greifen und abziehen. Und du siehst, es ist ungefähr am Anfang. Hier hinten sackt es ein ganz klein bisschen ab. Aber das finde ich persönlich jetzt gar nicht so schlimm. Das kann
so bleiben. Und jetzt gehe ich hin und ziehe mir die Folie immer so ein Stückchen ab und streiche das Coverpaper einfach nach. Das kann man jetzt hier bei dem kleinen Bild super machen. Bei einem bisschen größeren Bild kann man das auch machen. Es muss nur wahrscheinlich muss ein bisschen langsamer sein sozusagen. Also, weil du ja dann generell mehr Folie hast. Aber das ist auch machbar. So, und wenn ich das jetzt habe, gehe ich nochmal mit so einem Schieber drüber, um alle Luftblasen einmal rauszuholen. So, und schon hat man die Folie gewechselt. Das könntest du natürlich nicht nur mit dem Coverpaper, Release-Papier oder der Folie machen, sondern du könntest auch dafür Backpapier benutzen. Aber achte darauf, dass das Backpapier beschichtet ist. Wenn es nicht beschichtet ist, kann es nicht nur sein, dann ist es so, dass dir das auf der Klebefläche kleben bleibt. So, und jetzt gehe ich hin, weil mir hier das ist mir ein bisschen zu viel, jeweils an den Rändern. Da werde ich hingehen und das einmal hier einfach den Schieber anlegen und das einfach abziehen. So. Die Kleinigkeiten hier, die lasse ich jetzt sozusagen dann ab, also die tue ich weg in den Müll, weil die werde ich nicht mehr weiterverwenden. Dafür ist das zu wenig Material. Wenn das manchmal ein bisschen mehr ist, dann hebe ich es mir noch auf für meine selbstgemachten Sticker von den verschiedenen Legenden. Manchmal mache ich da ja die Sticker selber und dann klebe ich die da drauf. Aber das hier ist jetzt ein bisschen zu wenig dafür und deswegen wandert das in den Müll. Ja, und so bereite ich mir mein Bildchen vor. Die Folie hier mache ich jetzt auch weg. Die kommt auch in den Müll. Und dann werde ich mir hier auch entweder mit dem Spatel nachher die Kästchen sozusagen vorreißen oder sie mit meinem Keramik-Cutter einmal schneiden. Das geht ganz gut bei der Folie, wobei ich meistens den Spatel hier nehme, um das dann abzureißen. Oder nicht den Spatel, sondern hier mein Lineal. Ja. Und dann reiße ich die mir in die Felder, in die ich das haben möchte, bevor ich loslege mit dem Painten. Ja. Und das ist das ganze Kunstwerk, wie du ein Bild vorbereiten und starten kannst. Unter anderem, es gibt noch viele, viele Möglichkeiten, die du nutzen kannst. Finde da am besten deinen Weg, wie du es gerne vorbereitest. Ich bin da immer unterschiedlich. Also ich gehe mal rechts, dann links und dann wieder geradeaus. Also ich nehme auch gerne mal Kurven mit und deswegen ist das bei mir je nach Bild immer ein bisschen anders. Aber ich muss sagen, das ist auch so ein bisschen für mich persönlich die Freude am Painten. Es ist bei mir dann halt nicht jedes Bild gleich. Und das finde ich persönlich immer sehr, sehr schön und angenehm.
Ja, aber wie gesagt, nicht alle sind so. Finde deinen Weg. Dieses ist nur eine Möglichkeit von vielen. Ja, jetzt muss ich nur noch die Steinchen abkitten. Wir könnten ja noch hingehen zusammen und uns die Steinchen einmal anschauen. Oh, die sind in so einem Tütchen manchmal drin. Diese Tütchen nehme ich dann immer ganz gerne, um, wenn ich abkitte, dass ich da sozusagen den Müll, also wenn die Steinchen hier aus dem Tütchen draußen sind, dass ich dann das in dieses Tütchen reinmache und sammle das Ganze und tue es dann in den gelben Sack. Ja. Hier auf den Tütchen siehst du einmal die laufende Nummer und die DMC-Nummer sowie die Bildnummer. Ja, also du könntest die Steinchen jederzeit zusortieren in diesen Beutelchen. Und das hier ist auch ein Aurora Borealis Steinchen. Es sind Harzsteinchen, eckige Harzsteinchen hier. Finde ich persönlich sehr, sehr schön. Ich painte sehr, sehr gerne eckige Steinchen. Das ist für mich leichter. Ich habe zwar gestartet mit runden Steinen, aber ich kann eckige Steine irgendwie angenehmer für meinen Kopf painten. Das hat sich jetzt ein bisschen, naja, angehört, aber es ist so. Bei runden Steinchen muss ich mich immer, wie soll ich sagen, sehr konzentrieren, damit ich das komplette Symbol für mich gut abgedeckt kriege. Und das hast du halt bei eckigen Steinchen so nicht so viel, weil die liegen eng an eng. Bei runden Steinchen hast du immer so einen ganz kleinen, eine ganz kleine Lücke zwischen den Steinchen. Ich meine, sie sind halt rund und ja, erklärt sich wahrscheinlich auch von selbst. Ja, das hier sind jetzt einmal diese wunderschönen 40 Farben. Ich zeige dir gerade mal die erste Schlange. Wow. Es sind überall nur so ein paar Steinchen drin. Ja, aber trotzdem, es ist eine Farbenvielfalt auf dem Bild. Das hier ist wahrscheinlich der Hintergrund, die Nummer 7. Das ist die DMC 598. Ja, aber du siehst, es sind immer nur so ein paar Steinchen. Mal ein paar mehr, aber trotzdem. Ja, wo ich das so sehe. Bei sowas denke ich mir dann, ah, du könntest ja auch Farbe für Farbe painten. Aber ich bin auch so ein Kandidat, das mache ich auch, dass ich mir eine Farbe nehme und bei so dem Format einmal komplett die Farbe painte. Aber ich bin so ein Kandidat, ich vergesse auch gerne mal ein Steinchen. Und ja, deswegen werde ich jetzt bei diesen 40 Farben es vorbereiten, es abkitten, damit mir das so nicht, hoffentlich nicht passiert. Und ich werde dann auch, wie gesagt, Feld für Feld einmal painten. Aber du siehst, es sind wunderschöne Farben dabei. Rosa, grün, blau, alles ist enthalten. In hell, in dunkel. Gelbtöne, Orangetöne. Das hier sind, glaube ich, schon Fairy Dust, ja. Der weiße noch nicht. Aber der lilane hier zum Beispiel, der hat schon so einen super leichten Glitzer drauf. Genauso wie der grüne hier. Der gefällt mir auch mega schön, so moosgrün. Das rosa hier ist auch mega. Genauso wie das Orange. Das ist auch ein toller Farbton. Der Blauton hier.
Das ist die 3844 in Fairy Dust. Sehr, sehr schön. Dann einmal hier ein Aurora Borealis. Das ist die 310. Und ein Aurora Borealis in Orange. Und dann der, den ich dir eben gezeigt hatte, in dem schönen Türkisblau, finde ich. Also wenn man die so im Vergleich sieht. Ja, sehr, sehr schön. Genau. Ja. Und das ist sozusagen eine meiner Routinen, wie ich ein Bildchen vorbereite. Wie gesagt, schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du einen Favoriten hast, wie du deine Sachen vorbereitest. Vielleicht bist du auch jemand und paintest hier komplett aus den Tütchen. Da gibt es ja auch Vorrichtungen oder Systeme, die man nutzen kann, dass man die Tütchen sich auch offen hinstellen kann und man sie nicht aus Versehen verschüttet. Außer natürlich das ganze Teil fällt runter. Aber toi toi toi, das passiert hoffentlich super selten. Ja, dann würde ich sagen, ich freue mich, dass du mit mir zusammen dieses Bildchen vorbereitet hast. Und ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist und wir was zusammen erleben. In diesem Sinne, lass gerne ein Däumchen nach oben da und dann bis zum nächsten Mal hoffentlich. Mach's gut. Tschüss.